Wir suchen einen Bunker, der ist von 1881 bis 1891 wurde der gebaut. Erste Bunker in Beton, ohne Armierung. Und wie man sieht, sind wir heute nicht alleine, wir sind zu zweit. Ja, auf geht's. Wir schlagen uns da gleich mal rein. Also das Teil wurde für den Ersten Weltkrieg benutzt und für den Zweiten Weltkrieg auch. Wurde aber teilweise schwer bombardiert. Im Ersten Weltkrieg auf jeden Fall komplett. Danach wurde er renoviert. Und ja, schauen wir uns das mal an, was noch so Schönes übrig ist. Okay. Zugriff. So, jetzt haben wir es reingeschafft. Das ist der Eingang. Mal eine kleine, schnelle Aktion. Hier sieht man noch die alte Bunkertür. Na gut, so sieht's aus. Also, wir bereiten uns jetzt vor und gehen in die Tiefe. Anlegen der Schutzausrüstung. Ein Muss. Wir wollen ja, dass wir ein Vorbild sind. So, nochmal un grand merci à mon ami qui m'a fait parvenir les informations par rapport à ce bunker. Merci. So, da liegt noch der Stahldraht. Empfangsraum. Was haben wir hier? Hier konnte man vielleicht eine Granate reinwerfen, dann wurde die da, explodierte die da. Wahnsinn, ne? Wasserablass. Ja. So. Schauen wir mal, hier ist alles voll Taubenkot. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ziehe ich diesen Taubenkot an. Hier ist eine alte Stahlleiter. Boah, die ist ja schon völlig da unten durchgerostet, weggerostet. Also da werden wir nicht drauf gehen. Das ist der Belüftungston. Da oben war ein Filter eingebaut. Der Filter konnte aktiviert werden oder nicht. Und dadurch wurde dann entweder die Luft gefiltert, die in den Bunker gedrückt wurde, weil die Luft wurde immer reingedrückt, damit, falls ein Gasangriff kam, man auf jeden Fall genug Druck hatte im Bunker, dass das Gas nicht eindringen konnte. So sieht es aus. So, das ist der Gang. Hier müssen wir uns jetzt lang schlängeln. Und hier hat jemand mit Helmen gespielt. Sicherheit stand wohl an erster Linie. Und die Tauben. Die Kappen von also, da muss man nicht hochgucken. Nicht hochgucken, sonst hat man was im Auge nachher. Okay, wir schlagen uns da jetzt rein. Hier vorne ist noch so ein kleiner Raum, den kann man sich schon mal angucken und dann geht's. Also, lasst uns mal hier reingehen. Oh, da fließt hier ganz schön Wasser durch. Frisch, klares Wasser. Dann schauen wir uns das mal an. Wo? Die Luft ist ja noch ziemlich frisch hier, ne? Sehr unangenehm, so gebückte Haltung zu gehen. Ich hätte gerne ein Skateboard. Ja, das wäre gut. Skateboard wäre jetzt optimal gewesen. Go-Kart. Man sieht die Größe.
Ups. Des Tunnels ist vielleicht hier 1,70 oder 1,60. Nee, ich bin ja schon 1,70, also ich kann ja gar nicht stehen. 50, wenn überhaupt. 1,50. So, wir rennen den Tunnel jetzt einfach mal weiter. Also man sieht, wir gehen, der Tunnel geht Er ist der König von Wesel. von da aus straight, geht der Tunnel in den Süden, fast südlich. Aber er macht einen kleinen Knick, deswegen sage ich mal, er geht in den Süden. Die Luft ist echt. Was? Die Luft ist gut. Die Luft ist bestens. Da ist ja Luftzug. Da kommt wieder eine Station. Wenn du hier aber Wasser drin hast, Problem. Ja, aber das ist ja ein Entwässerungsgraben hier drunter. Na gut, dann kann das Wasser von unten auch kommen, mein Freund. Ja, guck, hier haben sie geschossen, hier haben sie schießen können. Schießschachtel. Wer den Tunnel lang kommt, kommt nicht weit. Hört sich Hammer an. Ah, was ist das hier? Ah, hier steht noch Inschriften. Ja, hier durfte sie dann sitzen und warten. Kaltes Drecksloch. Ich sagte, der Helm ist schon gar nicht so verkehrt. Ich habe mir schon dreimal den Kopf gestoßen. Oh. Fair. Ah, hier drüber ist die Linie 38. Der Schwede. Da ist immer noch kein Ende zu sehen. Alter, wie lange geht der denn? Es ist kein Ende zu sehen. Aber wir sind ja jetzt bestimmt schon 300. Ah, hier steht 150. Eben war 300. Sortie. Oh, Alter, ist das anstrengend. Unglaublich. Also wir sind jetzt bestimmt schon 300, 400 Meter gelatscht in diesem Tunnel und der geht immer noch weiter. Langsam kommen wir in das Fort. Ah, hier ist Stehhöhe. Ah, endlich. Alter Schwede, hier ist das ganze Blech weg. Und rausgekloppt. Hier war vermauert. Okay, jetzt haben sie die ganze Mauer hier rausgeklaut. Klutscht. Ist das so schwarz hier? Tja, da haben sie wieder umsonst gearbeitet, weil hier nichts ist. Aber komisch, dass das hier alles so schwarz ist. Was haben wir denn hier? Oh. Riech mal ran. Hier, mach den mal ran, der Finger. Riech mal da so den Finger. Ja, den Finger hier so einfach mal da. Riecht nichts. Ja, riech doch mal. Moder. Ja, aber richtig Moder. So, Nass. jetzt können wir hier raufgehen. Vielleicht ist das ja ein Eingang. Alles verrostet da drunter, Sascha. Komplett. Alles hier rostig, Stahl. Dinger. Alles Ne, die ist weg, die Platte. Und zwar. Nee, aber hier ist doch, hier sehe ich doch alles. Da ist Ja. alles Stahl. Durch. Ah ja, ja, okay. Das ist ja kein Eine Sprengung wird das ja nicht mehr überleben. Klar, hier siehst du überall, dass das da durch ist, aber Okay. das wird nicht einkrachen. So. Komm, gehen wir mal gucken. Was ist das für eine So. Treppe? So, dann schlagen wir uns die Treppe.
Komische Sprache. Okay, dann gehen wir hoch. Sieht so oben aus? Ja, geht da um die Ecke. Alter Schwede. Junge. Wow. Das geht ja. Ach so, so hoch sind wir jetzt gestiegen. Okay. Kleiner Lastenaufzug. Ah, hier war noch einer, den haben sie voll gemacht. Oder was? Das ist eine Inschrift, Nummer 164, 3011, 21, 189. Ja, also hier fehlen die ganzen Blechplatten, die Platten, die dafür waren, dass man, dass wenn oben was explodiert, dass nicht das fein gerieselte runterkommt. Das blieb dann unter den Platten. Aber die sind hier komplett weg. War doch ziemlich weitläufig das Teil, ne? Coffre Courtin. So, also machen wir doch mal, wie du gesagt hast, Markierung. Das ist schon eine gute Idee. Du bist schon der Beste. Aber. Ach, guck mal hier. Also das heißt so viel wie wenn Bombenalarm, wenn die Lampe angeht, Bombenalarm ist, Klappe zu, Licht aus. Das heißt, wir sind überirdisch. Genau, das ist überirdisch und hier ist. Kiesstellung oder. Ja, und die ist von außen zugeschüttet mit Schutt. Und hier war auch eine Klappe oder sowas. Alarm. Alarm une. Pendant 2 Minuten. Gas. Alerte Gas, Serie de. Ah, das sind hier dann, wenn das Licht durchleuchtet. Ja, genau. Lichtsignale. Dann ist 2 Minuten. So, wenn das klick, kurz, lang, kurz, lang. Zwischen 1 Minute. Hier fehlt auch die Kanone. Hier wunderschöne Intarsienarbeit. Ja, so sieht es aus. Das sieht aber nicht nach Kriegsbemalung aus. Also gehen wir mal weiter. Oh, was ist das? Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Und zwar da unten, da siehst du das gemauerte Fort. Das war das Fort, was sie 1891 fertiggestellt hatten. Und das wurde dann im Ersten Weltkrieg komplett zerstört. Und danach wurde es renoviert wieder. Und da siehst du die Reste. Hier siehst du die neue Wand, die so eingezogen ist. Und da hinten siehst du noch auf der anderen Seite das Gewölbe, das alte. Interessant.
Hier wahrscheinlich so eine Art Mannschaftsraum, aber komisch, ne, dass hier überall auch Wasserabflüsse sind. Das heißt, es wurde schon immer erwartet, dass es auch nass wird. Ja. Luft. Aha, Chambre Repos heißt Erholungsraum. Ach, guck hier. Scheißhäuser. Oh Gott. Oh nein. Aber es ist sogar noch Wasser drin in der Spülung. Wahnsinn. Die armen Säcke. Hier haben wir wenigstens Pissoirs. Naja, da bliebst du nicht lange auf dem Klo. Wenn du immer scheißen musstest, konntest du dich nicht so richtig verstecken. Immerhin gab es Pissoirs. Boah, das Heizöl, ekelhaft. Schau dir das an, die Brühe, die sie hier haben. Hier ist noch eine Treppe, aber... ja, ich denke mal, hier war mal ein Ausgang. Ist zu. Naja. Ja, hier war wohl so ein kleiner Notausstieg, oder? Vielleicht war da oben auch noch eine Kuppel. Ja, wieder raus hier. Ja. Ach, stinkt das. Alter. Da geht's hoch. Ah, da oben, hier, das war der Aufzugsschacht für die Kanone, die da oben war. Ach, guck mal, hier hat sich einer hochgehangelt, aber hier sind die Fußspuren. Geht eine Wand hoch. Und hier wahrscheinlich wieder eine Luftzufuhr. So, und ich bin jetzt so wahnsinnig und gehe da rauf. Mal gucken, wie. Boah, hier ist ja eine Treppe noch. Das war der Munitionsaufzug hier. Und hier ist zugemauert. Kommt warme Luft raus. Ja, wunderbar. Jetzt haue ich mich da wieder runter. So. Oder du willst auch rauf? Nee, mach mal. Es endet ja, ist sowieso nur. Ja, ist super so. Locaux de détente.
Ah, das sind die alten Gewölbe noch. Cool. Naja, hier hat es wohl mal gebumst. Ja, hier liegen die fetten Stücke von der Decke. Ah, hier gibt es noch Ausgänge. Guck mal, hier haben sie sich reingegraben, Junge. Wir waren nicht die Ersten, die so verrückt sind. Guck mal, da kannst du durch. Dahinter kommen noch Räume. Dahinter kommt noch ein Raum, da sehe ich, das ist ein Gewölbe noch. Ah, hier geht es irgendwie noch mal um die Ecke. Ich gehe mal gucken, ja? Warte, es geht auch nicht so weiter irgendwie, glaube ich. Ah ja, zu. Oh, fuck, ist das eng, Alter. So, wieder raus hier. Was für ein Lehm. Was für ein Lehm. Schwede. So. Kalt ist das. Nee. Leg mir was. Oh, noch kann man gerade gehen. Ja. Ja. Da ging es zum Schießstand. Scheißstand. Schießstand. Dicke Tür. Küche. Cedric, Jörg. Cuisine. Patria. Was? Hier soll die Küche gewesen sein. Oho. Guck mal her. Ja, guck, da gibt es noch alte Gänge, die zugeschüttet sind. Mauer reingebaut hier. Ja. Da vorne war der Küchenbums. Und jetzt können wir mal hier quer gehen oder gehen wir mal hier rein, ne? Schauen wir mal. Genau. Was haben wir hier? Ein bisschen schwer. Ah, hier ist nur ein Flakgestütz.
ein Flak gewesen. Ah, das ist besser jetzt so. Ja. Also dieser Gang geht jetzt praktisch rechts diagonal zum Hauptgang weg. Also der Hauptgang ging Richtung Süden und wir gehen jetzt aber Richtung Südwesten. Oho. Kerzen für die Sainte Marie. Boah, habe ich mich erschrocken. Der Schatten von dir, Alter, der kann mir so, als ich dachte, was mit dir? Was haben die denn die Platten hier rausgeholt? Dachten die, da ist noch was drunter zu finden, oder was? Komisch. Das ist nicht eingestürzt, ja. Das ist nicht so prickelnd hier. Oh, Hier ist viel mehr runtergekommen. guck mal da. Am Boden und so. Runter. Aha, hier schienen die Generatoren und sowas gestanden zu haben. Oh, Alter. Haben sie schon mal ein Stahlseil hingehängt, falls da einer reinfällt, dass er wieder rauskommt. Da liegt ein Schubkarrer drin, wahrscheinlich von den Kabeldieben. Glaube ich. Ah, das war wohl der Hauptzugang bestimmt oder so. Ui, die haben die gesetzt in die Motoren. Ja. Und da oben haben sie wahrscheinlich mit dem Kran reingehoben. Bam. Aha. Geht's denn hier lang? Ah, hier war der Funkraum. Das war der Funkraum. Diese Tische, die sind typisch für die Funkräume in diesen kleinen FPL-Bunkern, die es hier gibt. Oh, Augen auf im Straßenverkehr. Falle ich selber noch hin. Guck, ja schon wieder ein Loch aufgeklopptes. Ja, das sind irgendwie, glaube ich, so Räume, die sie genutzt haben, um Kabel und alles durchzuführen. Ah, hier war ein Aufzug. Alter, da ist er. Da geht's ja hoch. Wahnsinn. Aber das ist auch ein Eingang gewesen da. Ah. Aber den haben sie wohl gesprengt. Hula. Ja, die sehen heftig aus da vorne. Ne? Na, hier haben sie die ganzen. Guck mal, das hängt nur noch an dem Ding da. Siehst du das? An dem Stein da, der dazwischen steht. Guck mal da. So. Nee, da. Hier. Da. Ah ja. Mhm. Komm, wir tun ihn mal weg, mal gucken, was passiert. Da hinten ist auch wieder eine Räumlichkeit.
euch das an hier. Diese Fäden von oben bis unten. Geil. Naja, geht's noch weiter. Südwesten. Und hier so reingucken. Boah, das ist massive Türen gewesen. Es geht aber runter, denke ich mal. Düppelgranate. Ach, hier waren wir gerade. Vielleicht Dekontaminationsraum. Ich auch gerade gedacht, irgendwie hier so. Haben die ihre Klamotten hier vom Kampfgas oder was gereinigt? Irgend sowas. Und hier sind noch Schränke. Wahnsinn. Wenn wir uns da täuschen, schreibt sie in die Comments, ob ihr was Genaues darüber wisst. Schau dir mal die Tür an, wie die verzogen ist. Boah. Genau. Auch wieder sowas Komisches. Entweder war es ein Pissoir oder... Nee, dafür waren die Apparaturen ja anders. Tja, und hier. Schrank. Hallöchen. Ah, warte. Gehen wir mal weiter Richtung Südwesten. Wie viele Meter sind wir jetzt gegangen? 500? Naja. Wahnsinn. Oh, boah. Alter, geht das tief runter. Das sind ja 10 Meter mindestens. Wahnsinn. Komm, wir lassen den Aufzug mal fahren. Da unten musste doch noch was sein. Aber wir sind ja hochgegangen. Stimmt, wir sind ja gar nicht den Eingang weitergegangen. Guck dir das an. Ja. Gehen wir mal rechts, würde ich sagen. Ja. Guck, da ist ja wieder Schießschachtel. Ah ja. Interessante Sache. Das sind diese Haken. Alle hier irgendwie wahrscheinlich um Schläuche oder sowas einzuhängen. Längs der Wand. Kabel oder Schläuche. Aha. Oh, mit Sand. Hier ist aber Ende. Zugemauert. Ja. Haben wir doch in jedes Loch geguckt, fast hier bald. Was ist das denn hier? Bruten.
Bruten. Schmerztabletten. Oh, mal jetzt hier. Alter Schwede. Oh. Da war wohl noch eine schöne dicke Tür. Oh, was ist das denn für eine... Oh. Boah. Was ist das denn? Doppeltür. Innen und außen kannst du die verriegelt. Was ist das hier? Da muss ja auch noch was sein. 17 nämlich, 17. 46. Lüftungsschacht 46. Wo geht er hin? Wieder was zugemauertes. Mit Beton zugegossen. Das sind hier noch die alten Gewölbe. Wieder. Das ist ja immens groß, dieses Fort. Wahnsinn. Da hat wieder ein Generator oder so drauf gesessen. Ja, so Wasserzisterne. Mhm. Da liegen noch irgendwelche Sachen drin. Ah, das geht ja da weiter. Alter, das sind Gänge noch. Die stehen unter Wasser. Ja, ja. Aber was steht hier? Danger de mort. Lecker. Brühe. Ja. Ach, hier war ein Scheißhaus. Genau. Hier waren die Kackgruben. Hier sind Scheißhäuser gewesen. Mehrere. Ich will mal gucken. Naja. Wieder mal. Dasselbe hier ist zu, da geht's aber rum. Ja, schön 17. Xbox. Das ist jetzt 18. Oh ja, hier sieht es schon mal ein bisschen wüst aus. Aha, da geht's wieder hoch. Nee, geht's hoch. Ah. Ui. Ha? Ja, den haben die oben reingeschüttet. Ja. Ja, hier war ein Eingang.
Zugemauert. Da hinten war der Aufzug wieder. Dasselbe Schema wie letztens. Das ist noch eine rote hast du, ne? Oder? Selbes Schema. Ist das eine rote oder eine andere Farbe? Aber hier muss noch was sein, da rechts. Weil? Hier sind wir rein, ja. Hier ist nur der. Ja, hast du mal reingeguckt? Notausgang. Das ist wieder so ein Aufzug, ne? Ja. Alter. Noch 100 Grad hier. Ja. Ui, gut. Hm? Ui, gut. Sind schon ein paar Meter, ne? Ja. Jetzt sind wir auf der Etage, wo du den runtergekommen hast. Ja. Sag ich auch. Der hier. Ja, genau. Und da hinten ist eine Mauer, da müssen wir ein bisschen klettern vielleicht. Das ist 18, dann wäre das 19. Ach du Scheiße, hier geht noch ein Gang, Junge. Das wird alles ähnlich sein. Was? Das wird ja alles ähnlich sein. Klares Wasser, Junge. Kannst du auch. Ja. Das kannst du trinken. Da bin ich sicher von. Guck mal, wie blau das ist. Hell's Dead End? Ja, aber da geht's ja weiter. Hat ja mal ein Loch eingekloppt in die Wand. Ich bekomme Hunger. Oh ja. Ulda. Ach, guck mal da. Da haben sie sogar Autoreifen reingeworfen, alles entsorgt, was sie hatten wahrscheinlich. Von oben. So, jetzt haben wir hier noch einen Gang gefunden. Der geht wieder straight Richtung Süden, fast so wie der Anfang. Wie der am Anfang, der Gang, gehen wir jetzt wieder Richtung Süden. Oben in der obersten Etage sind wir Richtung Südwesten gegangen, das heißt ein bisschen mehr nach rechts. Dann schauen wir mal. Hier ist auch schon wieder was. Oh, ein Aufzug. Da muss ich, glaube ich, mal rein und gucken. Hm? Oh ja. Wahnsinn. Das war ein geiles Foto, ey. Weil da ein Aufgang ist. Hier, einmal hier, gut. Ach, guck mal hier, da ging es runter oder rauf. Ach, rauf. Uiuiui. Das war ein Versorgungsschacht für den Aufzug. Ach, das ist vielleicht der, wo oben der Aufzug drin steckte. Ja, Komm da das wird der bloß sein. runter. Hm? Ja, super. Der Aufzug, der da feststeckte oben.
wunderbar. Also wieder raus hier. Okay. Ja, scheint jetzt hier wieder zu Ende zu sein. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich glaube, das ist der Aufzugsschacht, den wir eben gesehen haben. Oder ein anderer. Hm? Anderer, aber kann sein, dass wir den gesehen haben. Der sieht nicht so aus wie der. Ah, hier, Reliquien. Also jetzt schlagen wir uns den Weg wieder raus. 500 Meter gebückte Haltung. Ja. Und das war es dann wahrscheinlich mit unserem Ausflug, unserem heutigen, in dieses Bunkerfort. Wie gesagt, das ist schon von 1881 die ersten Bauten verzogen worden. Und ja, mein Kumpel, der hat es eilig. Der haut schon ab. Gesund? Nee. Die waren wohl nicht hier gebaut. Und wahrscheinlich ein Abwassertunnel. Zuluft. Luft und Wasser. Doch, kann man sich den stellen gerade? Doch. Also dieses Fort wurde dann ja im Zweiten Weltkrieg nochmal, vor dem Zweiten Weltkrieg nochmal aufgebaut. Das sieht man auch an vielen Stellen. Aber wir haben immer noch nicht alles gesehen. Es gibt ja noch Stellen, in die kann man rein. Muss man sich aber dann durchzwängen, durch die kleinen Löcher, und das ist alles so schlammig und voll Schlamm. Da hat man jetzt keine Lust drauf. Zum Glück habe ich einen Helm an, schon vierte Mal gestoßen. Also es ist schon jeck, wenn man überlegt, dass hier drüber überall Häuser, Parks und alles gebaut ist. Da wurde dann einfach alles drüber gebaut und in Vergessenheit geraten. Na gut, also wenn euch meine Videos gefallen, dann liked es, kommentiert es und so weiter, abonnieren, adoptieren und was ihr wollt. Also wir sehen jetzt wieder gleich nach 500 Metern gebückt gehen, raus.